Das Thema mentale Gesundheit über den harten Sommer sprechen, Kreuzbandriss. Ja, war brutal, weil in einer Situation einfach so dein ganzer Traum irgendwie auch weggeht. Es ist eine Situation, die du eigentlich 100 Mal am Tag machst, auch im Training. Und dann dieses eine Mal einfach, man hört dieses Knacken und man weiß eigentlich sofort, okay, das war's. It's being described as an epidemic. Dann schießen dir 1000 Gedanken durch den Kopf und es ist nicht nur dieses, du hast gerade Schmerzen und du hältst dein Knie fest, sondern du hältst halt auch an ganz vielen anderen Dingen fest. I'll be honest, I always sort of said if that ever happened to me, I'm not sure I'd be able to do it. Riss des vorderen Kreuzbandes, das ist die niederschmetternde Diagnose für Julia Steinhuber. Literally straight away I just thought this is going to be months of hell. The anterior cruciate ligament is only a small bound of tissue, but tearing it is massive. Das Kniegelenk ist ein komplexes Zusammenspiel aus Knochen, Bändern, Muskeln und Knorpeln. Im Zentrum steht der Oberschenkelknochen, also der Femur, der mit dem Schienbein verbunden ist, also mit der Tibia. Die Kreuzbänder, das vordere und das hintere, stabilisieren das Knie, indem sie verhindern, dass die Knochen gegeneinander verschoben werden. Wenn eines dieser Bänder reißt, verliert das Knie seine Stabilität, also die Tibia und der Femur können sich frei verschieben. Alle weiteren Ausführungen beziehen sich auf das vordere Kreuzband. Der Lachmann-Test wird verwendet, um einen Kreuzbandriss zu diagnostizieren. Dabei prüft der Arzt, wie weit sich das Schienbein im Vergleich zum Oberschenkel verschieben lässt. Ohne ein funktionierendes Kreuzband fehlt dem Knie diese Stabilität, was zu einer übermäßigen Beweglichkeit führen kann. Das vordere Kreuzband spielt also eine zentrale Rolle bei der Kontrolle von Vorwärtsbewegungen und Rotationen des Schienbeins. Frauen reißen sich 2 bis 8 Mal häufiger das vordere Kreuzband als Männer. Ein Thema, das im Freizeit- und Hobbysport immer mehr an Bedeutung gewinnt. Doch was sind die Gründe dafür? Frauen und Männer unterscheiden sich biologisch vor allem in ihrer Anatomie, insbesondere in ihren biomechanischen Strukturen. Um hier einen besseren Einblick zu bekommen, konnte ich Dr. Cooper Harshbarger, Dozent am Institut für Biomechanik an der ETH, interviewen. Wir haben bei uns Homo sapiens einen ausgeprägten Geschlechterdimorphismus. Das heißt, der Mann ist im Durchschnitt größer. Und das sieht man in so gut wie allen anatomischen Strukturen, so auch das Kreuzband. Also die Querschnittsfläche von einem Kreuzband ist im Durchschnitt größer als der Durchschnitt bei einer Frau. Heißt das, dass dann die Spannung, die maximal aufgenommen werden kann vom vorderen Kreuzband, bei einem Mann per Definition größer ist? Diese Standardformel zeigt uns die Berechnung von Spannung. Spannung ist gleich Kraft geteilt durch Fläche. Männer haben im Vergleich zu Frauen nicht nur größere Querschnittsflächen, sondern können in der Regel auch größere Kräfte aufnehmen. Das liegt unter anderem an ihrer biologisch höheren Muskelmasse. Frauen hingegen haben kleinere Querschnittsflächen, wie Dr. Harshbarger schon erwähnt hat. Das bedeutet, dass die gleiche Kraft auf die kleinere Fläche wirkt und dadurch die Spannung steigt. Diese höhere Spannung kann das Gewebe schneller überlasten, was ein Grund für das höhere Verletzungsrisiko bei Frauen ist. Also kurz gesagt, die Spannung im Knie ist bei den Frauen höher aufgrund des kleineren Kreuzbandes. Aber es gibt noch weitere Faktoren, die das Risiko erhöhen. Wenn wir die Anatomie betrachten zwischen Mann und Frau, dann haben wir einen Unterschied vom Q-Winkel. Und der Q-Winkel wird definiert als der Winkel zwischen 2 Geraden im Körper. Und je ausgeprägter das dieser ist, desto mehr hat man eben X-Beine oder eben ein Valgus. Diese Valgusposition ist also problematisch, weil sie zu einer ungleichmäßigen Belastung im Knie führt. Während die innere Seite des Gelenks zusammengedrückt wird, entsteht an der äußeren Seite eine übermäßige Dehnung, die das Knie instabil macht. Gleichzeitig wirkt eine Rotationskraft auf das Knie, die das vordere Kreuzband besonders stark beansprucht. Insbesondere bei schnellen Richtungswechseln oder Sprüngen in dynamischen Sportarten steigt durch eine Valgusstellung das Risiko für eine Kreuzbandverletzung. Frauen haben also eine größere Tendenz, in diese genannten Risikopositionen zu geraten, aufgrund ihrer natürlich breiteren Hüften. Es gibt aber noch einen letzten wichtigen Unterschied. Auch haben wir hier
eigentlich die neuromuskuläre Aktivierung, die wir betrachten können. Das ist, wie fest dass die Oberschenkelmuskulatur vorne und die Oberschenkelmuskulatur hinten angespannt wird. Und wenn das in keinem guten Verhältnis miteinander ist, kann es sein, dass dann eben zum Beispiel, das ist bei Frauen dann tendenziell häufiger so, die Oberschenkelmuskulatur mehr angespannt ist und somit haben wir eine Kräftedisbalance und das führt dann halt eben auch zu diesen komplexen Situationen, wo das Kreuzband dann in seiner maximal gespannten Position dann eben reißen kann. Jetzt wissen wir aber die wichtigsten anatomischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen und wie sie sich auf Kreuzbandverletzungen auswirken. Aber wann kommt es überhaupt zu einem Kreuzbandriss? Um mehr darüber zu erfahren, habe ich Lucia Kalberer, Sportphysiotherapeutin am Bundesamt für Sport in Magglingen, interviewen können. Halt im Verhältnis ist einfach Kraft schwächer als bei den Männern, was halt einfach physiologisch ja so ist. Und dort wollen wir schon gezielt darauf arbeiten. Und das andere ist die geringere Kraft, wie wir gesagt haben, vor allem von den Hüftabduktoren, weil die Valgusstellung verhindern. Und wir wissen eben, dass ein Verletzungsmechanismus passiert ja in diesem Valgus und relativ in einem hohen Winkel. Und das ist so ein bisschen typischerweise das Problem nachher. 70% aller vorderen Kreuzbandverletzungen entstehen in Nicht-Kontakt-Situationen, also ohne direkte gegnerische Krafteinwirkung. Diese Verletzungen resultieren aus komplexen Belastungen auf das Knie, etwa durch plötzliche Drehbewegungen, unkontrollierte Manöver, abruptes Bremsen oder das Rückwärtsen nach einem Sprung. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf die häufigsten Faktoren, die zu solchen Risikopositionen führen können. Hierbei sehen wir dann genau eigentlich einen von den Mechanismen, wie das vordere Kreuzband reißen kann. Und das sind dann halt bei schnellen Bewegungen, wobei das Bein eher in einer leicht flektierten Position ist, die Hüfte flektiert ist und es eine schnelle Richtungsänderung gibt. Man reißt sich nicht das Kreuzband einfach so. Es ist so, dass eine Kraft appliziert werden muss, wobei die Kraft irgendwo ein bisschen höher als 2000 Newton in der Literatur angegeben wird. Das sind irgendwo in der Größenordnung von 200 Kilogramm, die nur alleine auf das Kreuzband wirken muss. Und somit auch die weiteren Strukturen, welche natürlich auch Kräfte aufnehmen. Das sieht man, da müssen schon enorme Kräfte herrschen. Nachdem wir die Risikoposition und ihre Ursachen betrachtet haben, spielt der Menstruationszyklus eine wichtige Rolle bei der Erklärung des erhöhten Verletzungsrisikos. Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst die verschiedenen Phasen des Zyklus genauer anschauen. Der Menstruationszyklus ist ein natürlicher Prozess, der in verschiedene Phasen unterteilt wird. Ein gesunder Zyklus dauert in der Regel 28 bis 35 Tage und gibt wichtige Hinweise auf die allgemeine Gesundheit. Die erste Phase ist die Menstruation. Die Ovulation oder der Eisprung markiert die Mitte des Zyklus und ist der Übergang zwischen den zwei Hauptphasen. Davor findet die Follikelphase statt, die etwa 7 bis 14 Tage dauert. In der anschließenden Lutealphase, die etwa 14 Tage dauert, produziert der Körper Hormone, um die Gebärmutterschleimhaut aufrechtzuerhalten. Das prämenstruelle Syndrom, kurz PMS genannt, beschreibt die körperlichen und emotionalen Symptome, die viele Frauen in der zweiten Zyklushälfte erleben. Dazu gehören unter anderem Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und Schmerzen. Die genaue Ursache ist nicht ganz verstanden, aber es wird angenommen, dass hormonelle Veränderungen eine Rolle spielen. Ein regelmäßiger Zyklus ist entscheidend, nicht nur für das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch für die sportliche Leistungsfähigkeit. Hormonelle Schwankungen können Einfluss auf Leistung, Regeneration und das Verletzungsrisiko haben. Ein unregelmäßiger oder ausbleibender Zyklus kann auf Stress, Übertraining, hormonelle Ungleichgewichte oder eine unzureichende Ernährung hinweisen. Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, ausreichend zu essen, sich Zeit für Regeneration zu nehmen und im Zweifel ärztlichen Rat zu holen. Um den Zusammenhang zwischen Kreuzbandrissen und dem Menstruationszyklus besser zu verstehen, konnte ich Elisabeth Kirschbaum, Sportwissenschaftlerin am Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig, interviewen. Sie hat mir zunächst erklärt, wann Kreuzbandrisse im Zyklus besonders häufig auftreten. Also wir sehen bei Kreuzbandrissen tatsächlich, dass die Verletzungen vermehrt um den Eisprung herum auftreten. Also Ende der Follikelphase, also so dieser ersten Zyklusphase,
Phase der ersten großen Phase und dann um den Eisprung herum. Aber sehen natürlich auch, dass zu den anderen Phasen auch da Kreuzbandrisse auftreten. Aber kann man den eigenen Trainingsplan an den Zyklus anpassen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren? Diese Frage stellt sich immer häufiger, da hormonelle Schwankungen tatsächlich die Stabilität des Körpers beeinflussen können. Das ist ja so ganz multifaktoriell. Um das jetzt allein dahingehend den Trainingsplan anzupassen, ist natürlich super schwierig. Hier haben wir Glück. Elisabeth Kirschbaum hat kürzlich selbst eine Studie zu diesem Thema durchgeführt und erklärt uns, wie sie dabei vorgegangen ist, um den Einfluss vom Menstruationszyklus auf das Risiko genauer zu untersuchen. Wir haben tatsächlich jetzt mit den Hockeyspielerinnen einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt und haben halt geschaut, okay, welche Parameter der Mädels verändern sich, wo sehen wir zum Beispiel den Zyklus abhängig, die haben über 3 Monate getrackt, deswegen haben wir da schon relativ gute Aussagekraft. Wo verändern sich Parameter? Sind es dann zum Beispiel Parameter von meine Schlafqualität ist zum Beispiel immer in der ersten Zyklushälfte deutlich schlechter. So, dann wäre das für uns ein pragmatischer Ansatz, was natürlich das Training dann beeinflusst, der Schlaf. In der Phase zum Beispiel dann mehr auf Schlafhygiene zu achten. Also, dass dann zum Beispiel mein Handy weg ist, dass man es vielleicht besonders dunkel macht. Das ist natürlich so ein Punkt, wo wir sagen, da gehen wir ganz pragmatisch an, was dann ja wieder die Trainingsqualität auch wieder dann beeinflusst am nächsten Tag. Zusammengefasst bedeutet das also, die eigenen Symptome im Verlauf des Zyklus zu beobachten und gezielt dagegen zu wirken. Ein individualisierter Ansatz, der hilft, das Verletzungsrisiko zu minimieren, indem man auf die eigenen Bedürfnisse und Veränderungen im Körper reagiert und mit ihnen zusammenarbeitet. Eine andere Möglichkeit ist, wir haben zum Beispiel bei einigen Spielerinnen bemerkt, dass zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit in der ersten Zyklus oder um Eisprung herum verschlechtert ist. So, und dann haben wir gesagt, okay, versuch doch mal in deinem Aufwärmprogramm, würden wir dir raten, ein paar Konzentrationsübungen mit reinzumachen. Im Prinzip geht es also darum, auf den Körper zu hören und Veränderungen nicht zu ignorieren. Der Menstruationszyklus kann körperliche und geistige Veränderungen mit sich bringen, die das Verletzungsrisiko beeinflussen. Indem man diese Symptome bewusst beobachtet und gezielt darauf reagiert, etwa durch Anpassungen im Aufwärmen, Cooldown oder der Trainingsbelastung, kann man das Training individuell anpassen. So wird nicht nur die Leistung optimiert, sondern auch das Verletzungsrisiko minimiert. Aber es lässt sich sagen, dass der wichtigste Faktor zur Prävention von Kreuzbandrissen der gezielte Kraftaufbau ist. Alle Experten und ExpertInnen, die ich interviewt habe, sowie meine eigene Recherche haben bestätigt, dass ein starkes muskuläres Fundament die beste Methode darstellt, um das Risiko solcher Verletzungen zu verringern. Hier Elisabeth Kirschbaum mit einem Einblick. Vielmehr sollte man dann vielleicht auch Sportlerinnen nahelegen, dass halt einfach diese ganze kontinuierliche Arbeit, sei es also Kraft, also unabhängig von den Zyklusphasen, aber so kontinuierliches Krafttraining 2 bis 3 Mal die Woche, wirklich regelmäßig und nicht nur, ich mache jetzt mal 3 Wochen in der Vorbereitung und danach nicht mehr, aber dass sowas wirklich die besten Effekte hat und klar dann natürlich so zyklusabhängig einfach gucken, dass man bestmöglich immer regeneriert und vorbereitet in alle Phasen geht. Zwar kann Prävention keine Verletzung vollständig verhindern, sie kann jedoch dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung erheblich zu senken und im Fall einer Verletzung die Schwere zu minimieren. Besonders im Hinblick auf die Stabilität des Knies sind kräftige Oberschenkel und Gesäßmuskeln entscheidend, da diese die Belastung auf das Kreuzband verringern und das Gelenk stabilisieren. Zusätzlich sind Programme wie PEP, Prevent Injury and Enhance Performance, sehr effektiv, da sie speziell darauf abzielen, die Athleten und AthletInnen durch die gezielte Aufwärm- und Athletikübungen optimal auf das Training und den Wettkampf vorzubereiten. Diese Programme helfen nicht nur, Verletzungen vorzubeugen, sondern verbessern auch die Gesamtleistung. Eigentlich ist einfach die Athletik ist die Basis für alles. Weil wir sehen einfach, ja, es gibt ja all die Programme, aber am Schluss musst du es machen und am Schluss musst du es noch richtig machen. Und an dem fehlt oder? Du machst es, aber irgendwie, du machst es nicht fokussiert. Du musst wirklich dir überlegen, wo muss er spannen, wo. Und das macht unglaublich viel aus. So yeah, this is day 1 post accident.